Hallo zusammen, hallo Le, hi everybody. Ich möchte heute ein Bild machen und zwar nur mit zwei Farben. Ich habe Magenta und habe Weiß. Ohne Silikon. Möchte wie so ein Swirl, nicht unbedingt, einfach nur laufen lassen. Und das machen wir jetzt einfach. Der Keilrahmen ist 40 auf 30 cm, dass ihr das auch wisst. Dann fangen wir mal an. Also wie gesagt, Weiß und Magenta. Müsst ihr mal schauen. Dass ich das ein bisschen mische, aber richtig nur laufen lasse. Also nicht ganz mischen, sondern einfach nur Schicht auf Schicht. Dazu ganz langsam reinlaufen lassen. Na, dann sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich mache den jetzt mal voll. Den Becher. Seht ihr es? Macht dann mit Absicht ein bisschen an die Seite hin, also diagonal und nicht so, damit es ein bisschen ungleichmäßig runterläuft. So, ich hebe jetzt natürlich das Bild ein bisschen an. Das ist jetzt blöd, ich bin Linkshänder. Ja, bekommen wir schon hin. Also schön langsam laufen lassen. Jetzt tue ich es ein bisschen absenken, damit es breiter wird. Und jetzt setze ich es ganz auf. Jetzt kommt noch das Weiß zum Schluss, wo ich ein bisschen mehr rein habe am Anfang. So, schwuppdiwupp. Jetzt schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen in die Breite ziehen. Ihr seht hier wieder, das Weiß überlauft das Rosa. Aber das ist nicht so schlimm. Muss nur gut über die Ecke kommen.
Okay. Ich hoffe, dass ich noch im Bild bin. Sollte hier auch runterlaufen. Dann sieht es noch ein bisschen blöd aus. Ihr seht, wenn es solche einzelne Streifen gibt, fängt es dann schon an, zu wenig Farbe zu sein. Aber es ist nicht so wild. Das ist ja jetzt mal der erste Teil. So. Ich mache jetzt nochmal einen Becher. Wieder erst ein bisschen weiß am Anfang, ein bisschen mehr. Dann wie gesagt von der Seite rein immer langsam runterlaufen lassen. Das seht ihr dann, wenn ihr solche Ringe bekommt, dann passt es. So, ihr seht wieder die Ringe, hoffe ich doch. Und das werde ich jetzt von der anderen Seite machen. Ich mache das aber ähnlich. Lass das praktisch so reinlaufen. Und jetzt wieder einfach so, ohne zu kippen. So. Okay, dann schauen wir mal. Lass es mal hier reinlaufen. Lass es jetzt gleich mal hier um die Ecke laufen. Da haben wir eine schöne Rundung drin. Ich fahre jetzt aber erst wieder rüber auf die andere Seite. Jetzt hoffe ich, dass ich die Ecke voll bekomme. Da helfe ich immer ein bisschen nach. So. Jetzt seht ihr, die Runde kommt wieder runter. Ja, das reicht gerade so. So, haben wir überall Farbe. Soweit, so gut. So. Ist ja ganz schön, aber sieht mir noch zu simpel aus. Ich meine, der eine mag es vielleicht so einfach. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Feintuning, werde jetzt nochmal einen kleineren Becher anmischen.
Also genauso wieder mit diesen Ringen. Schön am Rand runterlaufen lassen langsam. Wobei ich kann auch noch ein bisschen mehr Farbe gleich reinmachen. Ich werde das vielleicht an 2 oder 3 Stellen machen. Das, was ich vorhabe. Verrate ich noch nicht. Okay, ich hoffe, ihr könnt sehen, ihr habt wieder solche Ringe. Jetzt machen wir stellenweise. Müsst ihr halt schön ruhig halten. Das reicht schon, weil es läuft ja noch ein bisschen raus. Naja, ich bin auch nicht so mit dem ruhig halten. Will natürlich auch nicht wieder zu viel machen. Wobei dieser Fleck hier, ja, sieht doch aus fast wie ein Fisch, ich lasse ihn mal. So. Ja, da kann man jetzt alles voll machen, aber mir reicht das so. Der hier gefällt mir noch nicht so wirklich. Will ihn aber auch nicht zu groß machen. Okay. Weil, ihr seht hier, ich werde wahrscheinlich das Problem haben, dass die schon wieder zusammenlaufen, wenn ich Pech habe. Was ja auch nicht so schlimm wäre. Okay. Ich werde jetzt mal kurz mit dem Brenner drüber gehen, um die Luftblasen rauszubekommen. Und dann schauen wir mal, wird sich vielleicht noch ein bisschen was verändern. Aber eigentlich nicht viel. Nur recht klein. So. Jetzt seht ihr, es kommen ein bisschen noch Punkte hoch, weil einfach ein paar Luftbläschen noch drin sind. Aber gibt auch ein bisschen den bestimmten Kick, sage ich jetzt einfach mal für das Bild. Okay, so wie es aussieht, habe ich vielleicht Glück, dass es nicht ganz zusammenläuft. Da bin ich mal gespannt. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil dann haben wir einen Zwilling. Okay, cool. Dann lasse ich das jetzt so. Wie gesagt, ohne Silikon. Da wird sich dann auch nicht großartig was verändern. Und dann werde ich es euch gleich mal von nahem zeigen. Und dann könnt ihr mir ja schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht, oder gefällt. Ich hoffe, dass ich überall Farbe habe. Also, dann bis gleich. Okidoki, ich bin zurück. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Ich finde, von weitem sieht es richtig cool aus. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem mal. Hier habt ihr den ersten Ring.
Dann kommt hier eigentlich dieser schöne Querstreifen. So ein Schleier. Was ich auch richtig cool finde. Dann haben wir hier den ersten Ring, den zweiten Ring. Und sie sind nicht ganz zusammengelaufen. Da haben wir wie so eine Zelle hier. Und das finde ich cool hier. Das sieht fast aus wie so ein kleiner Fisch. Okay, cool. Dann war es das wieder von mir. Machen wir was anderes, also ohne Silikon, nur mit zwei Farben. Mit dem Vinylkleber angemischt, ganz normal. Und ich finde es richtig cool. Und ich kann es euch ja sagen, meine Frau wollte mal ein helleres Bild haben. Alles klar, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, tschüss.